Interessante Maschine, Peter. Ja, hallo Leute, wieder mal der Basskanal in Frankfurt mit Peter und Marco. Und zwar Peter wieder vor der Kamera, heute mal wieder Guerilla-mäßig. Wie gesagt, wir haben Guerilla-Wochen momentan in Frankfurt beim Videodrehen. Und zwar, wir senden heute wieder live aus dem Testraum 1 in Frankfurt am Main. Das bedeutet, falls ihr noch nicht hier wart, wir haben 3 Testräume in Frankfurt zum Bässe testen. Das ist Raum Nummer 1. Ja, ich bin wieder mal in Sachen Short-Scale-Bässe unterwegs. Und das ist ja irgendwie so ein Thema, was mich wirklich auch seit einigen Monaten beschäftigt. Und diese ganzen Aspekte, diese ganzen Sachen, die mich da so ein bisschen beschäftigen mit diesen Bässen, mit der kurzen Mensur, die will ich euch ein bisschen nahe bringen, weil, ich hatte es ja schon mal erwähnt, das Thema mit den Short-Scale-Bässen ist auch bei uns jetzt einfach sowas von am Start. Es geht ja nicht nur darum, dass man hier Kinder mit Short-Scale-Bässe irgendwie sozusagen ja, ausrüstet, sondern es geht halt darum, dass man als Bassist, wie ihr schon alle wisst, man ist immer auf der Suche nach irgendetwas, was es bisher so noch nicht gab oder was hier bisher noch nicht so gefunden habt. Ja, wir haben hier mal von der Firma Gibson einen schicken Les Paul Bass, und zwar aus der 2016er Serie. Ja, interessant, weil erstmal grandioser Look, wie ich finde. Also Goldtop, alles was Goldtop ist, das ist mir schon immer sympathisch gewesen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe irgendwann mal so ein Video gedreht von einem Jack Cassidy Bass von Epiphone, den ich mir natürlich halt eben dann auch gekauft habe, weil ein Halbakustik-Bass in Goldtop ist großartig. Das ist auch sehr, sehr interessant. Nicht nur für die etwas älteren Jahrgänge unter euch, sondern vielleicht halt dann für die Leute, die sagen, na ja, lass uns doch mal vielleicht irgendwas haben oder was kaufen, was immer. Ja, das hat so einen richtig ollen Ton halt dem, ne? Ja, was kann das Ding? Das Ding kann erstmal Tiefen. Ne? Wie gesagt, wie jeder Short-Scale-Bass kann das einfach richtige Tiefen. Dieser Les Paul Bass mit Goldtop, ganz klar, typisch Gibson, ne? Ganz klar, sieht man halt alles, die Form und so weiter, ist erstmal richtig hohl und hat hier einen Block. Hals ist aus Mahagony, wie der Steffen sagt, Mahagony, also Mahagony. Und der Korpus ist aus Ahorn und richtig schön mit hier so, ganz geil, so F-Löcher drin. Leicht natürlich wie eine Feder. Das Ding ist wirklich auch vom Look her. Na, der Gurt, Peter, du musst eigentlich meinen Anyway-Gurt mitbringen, bitte. Das heißt also mit nächstes Mal. Weil die Leute erkennen mich auch nicht, dann, wenn ich hier mit dem komischen Ding hier stehe. Ja? Das Ding macht einen schlanken Fuß, ist natürlich federleicht. Für den Bassisten unter euch, der halt mal so eine Oldie-Band spielt, ja, oder der einfach so, ja doch, der eine Oldie-Band spielt, warum denn nicht, sich mal sowas einfach mal irgendwie mal besorgen. Ja, klingt wirklich oll, ja. Natürlich sind die Einsatzbereiche eines Short-Scale-Bass natürlich nicht nur auf Oldie beschränkt, man kann natürlich halt eben jede andere Musik damit machen. Diese Bässe von der Firma Gibson werden mit Flatwound-Saiten bestückt. Das ist natürlich großartig, denn ich finde ja, auf einen Short-Scale-Bass gehören diese glatten Saiten drauf. Ja, diese glatten Saiten, das ist auch bei uns ein Thema. Wir verkaufen mittlerweile richtig viele. Wir haben Labellas da, wir haben Dr. Tomastic, wir haben GHS, wir haben das komplette Ernie Ball Flatwound-Programm, wir haben Fender Flatwounds, wir haben die Crones von der Dario, wir haben von DR Flatwound-Seiten. Also wir haben da wirklich alle möglichen Flatwound-Seiten am Start, weil das ist so ein Trend, der hält einfach schon seit ein paar Jahren an. Und wir versuchen da wirklich so alles mögliche an Seiten da zu haben, um euch da letztendlich halt dem mit den richtigen Seiten halt dem auch mal zu bedienen zu können, ganz klar. Ja, der Bass hier sehr, sehr leicht aufgebaut, auch keine Raketentechnik, wie ich immer zu sagen pflege. Ganz normale Les Paul-Schaltung mit 2 Volume und 2 Ton, also rein passiv.
fette Brücke hier, 2 Humbucker Tonabnehmer, ein sehr, sehr breiter und flacher Hals. Lässt sich super spielen, auch für den Mensch mit den richtigen Wurstfingern. Das funktioniert halt dem ja auch ganz gut. Wie gesagt, sehr, sehr breit und sehr, sehr flach. Mechaniken von Hipshot, 2 links, 2 rechts. Der Bass ist wirklich ein Federgewicht. Also das bedeutet, falls ihr irgendwie Probleme mit dem Rücken habt oder so weiter, das könnte vielleicht eure Maschine sein. Bearbeitung oder Verarbeitung von diesem Bass ist hervorragend. Das ist auch keine Maschine, die irgendwie so 2,50 € kostet, die kostet schon ein paar Euro. Kommt mit einem wunderschönen Koffer. Hier Binding überall, also wirklich schick gemacht. Und letztendlich vom Ton her sehr interessant. Wie gesagt, ich finde... Der Bass hat einen sehr, sehr trockenen Ton. Ja, man kann halt den so schöne funkige Linien spielen. Bluesy könnte sowieso. Bluesige Töne, überhaupt kein Thema. Mit diesen Flatwound-Seiten ist es auch ganz toll. Man kann so wirklich so diese ganzen Nebengeräusche so ein bisschen weglassen. Mit einem Plektrum gespielt, auch großartige Sache. Ich mag das ja, wenn man hier so... Na, ihr kennt das ja, ne? Halbton, Hochton, dann wisst ihr, was ist. Die Sounds von diesem Bass, ja, wie soll ich sagen, sind nicht gewöhnlich. Also ja, wir haben das Ganze heute mal wieder durch Aguilar, heute durch einen Tonhammer 350 und durch eine DB 212 gejagt. Wir nehmen heute mal nur einen 421er für den Bass und ihr kriegt halt das Signal, also die DI-Box hier, ohne Klangregelung. Wir haben heute mal auf eine Hochtönabnahme mit dem 57er mal verzichtet, weil diese Bässe blingen letztendlich halt nicht unbedingt. Ja, man kann da schon diesen slappigen Ton. Ne? Klar haben die natürlich einen sehr, sehr interessanten Slapton, aber ja, man muss da ein bisschen probieren. Wenn ihr wirklich nach einem leichten Instrument sucht, der wirklich mal was ganz anderes bringt als jeder normale Bass, den ihr so kennt, und irgendwie auch cool aussieht, dann ist das eine Maschine für euch. Wie gesagt, der Les Paul Bass, das ist die 2016er Reihe, den gibt es in verschiedenen Farben. Leicht wie eine Feder, also wirklich, das ist so die Gewichtsklasse von so einem Höfner Violinbass letztendlich. Sehr schön verarbeitet, gewölbte Decke, hinten sieht man die Maserung des Holzes halt eben noch schön durch. Der Hals ist ja, so geformt wie so ein schöner Anfang 60er Precision Bass, schön breit und schön flach. Verarbeitung hier top, muss man wirklich sagen. Und Klang, ja, Klang ist wirklich sehr interessant. Ja. Man muss das mal probieren. Wir haben die Dinger natürlich hier am Frankfurt am Start, in Gold und in schönen, schicken Sunburst. Natürlich mit Flatwound-Seiten, wie es sich gehört. Bass wird mit Koffer ausgeliefert. Leute, es ist Sommer. Ja. Falls ihr nicht in Urlaub gefahren seid und ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann kommt doch mal einfach mal nach Frankfurt, geht uns mal schön auf die Nerven, ja, und fragt doch mal einfach mal nach. Hör mal zu, Marco oder Steffen oder Tim, ich würde mal
gerne mal einen Bass mit Flatwound-Saiten probieren. Oder ich würde gerne mal beispielsweise mal einen Les Paul Bass von Gibson mal testen. Wie sieht's denn aus? Habt ihr den da? Sag ich, komm mal mit in Raum 1, 2 oder 3 und dann testet ihr das Ding mal. Leute, kommt vorbei, wir warten auf euch. Der Sommer ist noch lang und wir haben noch jede Menge Zeit für euch übrig. Also, kommt vorbei, macht's gut. In diesem Sinne, Gruß von Peter. Peter, winkt doch mal in die Kamera. Nein, nicht nicken, winken. Okay, Peter ist, ich glaube, wir müssen langsam Mittag machen, gell? Ja, sieht so aus, als müssen wir Mittag machen. Okay, Leute, wir warten auf euch. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.